Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger das Molle Zip-on-Panel. Wir haben euch ja im ersten Video vom neuen QR-LC ZIP-Plattenträger auch das Molle-Panel schon vorgestellt. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, den lege ich mal ans Herz, das Video jetzt anzuschauen. Ist am Ende dieses Videos auch verlinkt, damit ihr einfach nochmal einen Überblick über den neuen Plattenträger bekommt. Und das ist das Molle-Panel, was mit beim Plattenträger dabei ist. Es ist aber auch separat erhältlich, bedeutet, wenn ihr diesen Plattenträger nochmal erweitern wollt, also sprich mit einem zweiten Molle-Panel für verschiedene Konfigurationen, oder aber ihr habt einen anderen Plattenträger und wollt da mit einem Molle-Panel arbeiten, habt ihr hiermit die Möglichkeit. Bevor wir da auf die anderen Plattenträger eingehen, einmal kurz für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, von den Features her, ist ein Zip-on-Molle-Panel von Tasmanian Tiger, das hier mit Lasercut-Molle ausgearbeitet worden ist, 500D IR-sicher, nach Bundeswehr TL gefertigt, hat hier an der Seite eine Daisy-Chain, um hier eben auch nochmal Sachen mit Shockcord fixieren zu können oder andere Gegenstände festzumachen. Ihr habt im oberen Bereich hier eine Klettöffnung, um hier in den Innenbereich zu gelangen. Da findet sich dann auch eine Aufhängung, wie man sie aus den TT-Rucksäcken kennt, für Trinkblasen. Einmal mit Klett, einmal mit Schlaufe. Von der Größe her habe ich euch hier mitgebracht einmal eine Source 1 Liter Trinkblase. Die passt perfekt von der Größe hier rein. Ich hatte es im ersten Video auch schon gesagt, 2 oder 3 Liter wird hier sehr, sehr schwierig. Also da müsst ihr schon ganz spezielle Modelle finden, die da reinpassen. Also optimiert hier für 1 Liter Trinksysteme. Und dann habt ihr hier oben noch die Laschen. Die sind dafür gedacht, dass, wenn man hier das Panel am Plattenträger hat, dass man die Lasche auch nochmal in den Plattenträger einfädelt und somit dann das Fach offen stehen lassen kann, zum Beispiel für Werkzeug. Dann kann der Klett ja nicht mehr halten. Und diese Laschen könnten dann zur Fixierung des Werkzeugs genutzt werden und bei Bedarf eben schnell hier gelöst werden. Dafür ist es gedacht. Ja, befestigt wird es mit Reißverschlüssen YKK Wislon 10. Das ist der Crye-Standard, wie wir ihn nennen, weil Crye hat damit mal irgendwann angefangen und viele andere Hersteller sind da nachgezogen, haben auch den Wislon 10 Reißverschluss genutzt. Ist natürlich toll, weil man dann so kreuzkompatibel ist, von anderen Herstellern Panels benutzen kann und nun eben auch von TT an anderen Plattenträgern das Ganze nutzen kann. Ja, dann wird das Ganze hier oben nochmal mit Polymer in den Plattenträger eingesteckt, in die Lasercut-Schlaufen oder in reguläre Molle-Schlaufen, damit das Ganze eben auch ein bisschen Zugentlastung hat und kann unten nochmal zusätzlich mit Druckknöpfen gesichert werden, falls da der Bedarf besteht. Das ist im Endeffekt das Molle-Panel. Wenn ihr das am Plattenträger oder mit dem Plattenträger kauft, kommt das genau so. Wenn ihr das separat erwerbt, habt ihr noch ein bisschen Zubehör dabei. Und zwar natürlich einmal die 2 Module hier, um das Ganze an einem Plattenträger anzubringen, der keine Reißverschlüsse hat. Ich habe ja im ersten Video schon gesagt, für die Armen, die jetzt quasi den QR-LC in der alten Generation haben, die sagen, ich will aber auch ein Zip-on-Panel haben, die haben jetzt auch die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe den hier mitgebracht, zeigen wir euch gleich dann, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr damit arbeiten, aber natürlich auch eben mit anderen Herstellern, die euch Molle auf der Rückseite bieten oder eben Kompatibilität zu anderen Herstellern. Hier seht ihr es, habe ich einen Crye JPC in Large, wohlgemerkt. Da passt hier das Panel ohne weiteres dran. Kann ich hierher gehen und den Zipper einführen, auf der anderen Seite auch. Und dann passt das. Die sind die Zip-on-Panels von Tasmanian Tiger. Ich sage Mehrzahl, weil ihr seht ja im Hintergrund hier schon, haben wir auch schon im ersten Video angeteasert, da gibt es noch einige mehr neben dem Molle-Panel, die wir euch im Detail auch noch vorstellen werden. Die sind für Größe M konzipiert, also hier ist ja eine Universalgröße, aber wenn man jetzt mal von Crye ausgehen würde, für M passen die auch, auf auch einen AVS zum Beispiel oder einen SPC. Der JPC ist hier eine Ausnahme, weil der hat von den Reißverschlüssen hier relativ viel Spiel. Das gilt natürlich auch für andere Hersteller, wenn ihr die Reißverschlüsse so konzipiert habt, wie hier beim JPC, dass man die nach innen klappen kann, dann kommt ihr hier mit M und L wunderbar mit den TT-Panels zurecht. Ansonsten müsst ihr halt einfach ausprobieren und schauen. Ja, okay, dann einmal als allererstes die Lösung für einen Plattenträger, der Molle hat regulär. Habe ich hier einen ganz alten TT-Plattenträger mitgebracht. Der hat Molle, wie ihr sehen könnt. Keine Reißverschlüsse. Müsste ich jetzt im Endeffekt hier
diese Module einmal anbringen, rechts und links, aber das will ich euch dann hier an dem zeigen. Hier will ich euch eine andere Sache zeigen, und zwar diese Teile, die sind auch noch mit dabei. Und die sind dafür gedacht, um die richtige Höhe zu gewährleisten von den Schlitzen hier, von den Halterungen. Da das Molle-Panel bzw. alle Panels von TT so designt sind für das neue Modell, dass man über Lasercut hier oben in den Schlitz reingehen kann. Zur Zugentlastung hat man wohlweislich dann bei anderen Plattenträgern das Problem, das passt nicht. Ja, dann, ich müsste hier unten sein, das heißt, eigentlich bräuchte ich genau hier eine Molle-Schlaufe und die habe ich nicht. Und dafür ist dieser Adapter hier gedacht, da geht ihr einfach her, setzt den hier einmal ein, also sprich, ich muss mal kurz überlegen, dass ich es auch richtig mache. Ihr führt einmal hier das Laminat durch, dann geht ihr einmal über die reguläre Molle-Schlaufe drüber, so, führt das hier einmal wieder nach unten und dann könnt ihr hier ganz zurückgehen, durch die Molle-Schlaufe und hier auch nochmal. So, und dann sieht das so aus. Ist jetzt keine schöne Lösung, sage ich mal, aber da das Panel ja dann eh drüber ist es meiner Meinung nach egal. So ist es hier auch beim JPC gerade mal realisiert, um diese zusätzliche Molle-Schlaufe zu bauen. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, wie ihr sehen könnt. Also so wäre dann die Variante. Und damit habe ich dann halt die Möglichkeit, eben herzugehen und hier dann auch die entsprechenden Versteifungen oben durchschieben zu können. Jetzt ist der Klett mir noch ein bisschen im Weg. So. Bin ich blind? Ja. Und damit habe ich dann die richtige Höhe gewährleistet, habe die Zugentlastung schon hier und habe auch gleich die richtige Höhe für die Reißverschlüsse. Ja. An jedem x-beliebigen Molle-Plattenträger könnt ihr dann einfach diese Adapter hier einführen. Die haben auch den Vorteil, sie blockieren euch auch keine Molle. Das heißt, wenn ihr den Reißverschluss hier einsetzt, dann habt ihr auch da Lasercut drauf. Das bedeutet, ihr könnt hier auch ganz regulär eure Molletaschen auf die Rückseite des Plattenträgers setzen, ohne was zu verlieren. Habt aber dann zusätzlich noch den Reißverschluss an der Seite, wie ich es hier am alten QR-LC schon gemacht habe auf der einen Seite. Ich habe jetzt eine Seite schon gemacht, einfach aus dem Grund, beim QR-LC, bei den älteren Modellen, bei allen neuen, die es noch gibt jetzt, oder seitdem das bekannt ist, dass die Zip-on-Panels kommen, wurde das schon direkt ab Werk geändert. Aber für alle, die jetzt noch so einen zu Hause haben und sich dann dieses Zip-on-Panel kaufen und dann hier anfangen, das durchzufädeln und sagen, oh cool, gleich habe ich Zip-on an meinem Plattenträger, die werden hier auf ein Hindernis stoßen. Ich zeige euch das kurz. Die ersten beiden Schlaufen, kein Problem. Gehen einfach durch, wie man das halt kennt bei Molle. Schlaufen, Schlaufen, Schlaufen. Auch die dritte Schlaufe lässt sich noch problemlos bewerkstelligen. So, jetzt kommen wir in die vierte Schlaufe. Auch die ist problemlos machbar. So, jetzt kommt die fünfte Schlaufe. Und die geht noch rein, also oben geht sie noch rein, die fünfte Schlaufe, aber jetzt seht ihr, hier ist der Klett von der Flappe, die benötigt wird, um den Kammerband zu befestigen. Also durchgängig Klett, kommt ja nicht durch. Blöd, war so nicht gedacht, ja, dass man das so durchfädelt. Aber kein Problem, denn jeder hat ein Teppichmesser zu Hause. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist im Endeffekt hier die Molle-Schlitze durchzuführen. Das heißt, ihr löst hier den Klett einfach auf, indem ihr hier mit dem Cutter durchgeht, das einmal für die 3 Schlitze macht, die ihr braucht. So, Nummer 2 und Nummer 3. Natürlich mit mehr Sorgfalt, als ich das jetzt hier mache, damit es auch schön aussieht. Aber ich sag mal so, wenn man sich da ein kleines bisschen Zeit und Mühe nimmt, seht ihr schon hier auf der Rückseite auch, das ist überhaupt kein Problem und der Klett wird hier auch nicht weiter ausreißen. Ja? Und damit habt ihr jetzt die Möglichkeit geschaffen, wieder rauszukommen hier mit den Schlaufen und damit den Reißverschluss auch sauber zu setzen. So, gehen wir mal weiter. Die hätte ich mal ein bisschen größer machen können, habe ich aber nicht, von daher ist es jetzt halt so. So, nächste Schlaufe. Und dann noch einmal final durch, nach innen. Und dann gehe ich hier wieder zurück. Und dann kann ich hier einmal das überschüssige Material
in den hier wieder gegenstecken. So. Und damit ist der alte QR-LC Zip-on ready. Und hier ist auch der Vorteil, dass wir hier die Lasercut-Schlitze haben. Das heißt, wir brauchen diese Adapter, die wir jetzt hier verbaut haben, nicht, sondern die brauchen wir nur bei anderen Plattenträgern. Hier kann ich jetzt direkt hergehen, kann hier meine Systeme oben einhängen. Ich glaube, das müsste die Höhe sein. Ja, passt. So, andere Seite auch nochmal sauber einhängen. Zack. Und dann brauche ich nichts weiter tun, als die Reißverschlüsse zu verbinden. Hier sei jetzt noch mal angemerkt, habe ich im oberen Bereich allerdings keinen Klett. Das heißt, hier sitzt das Panel dann ein wenig lockerer als jetzt hier auf anderen Systemen, die im oberen Bereich am Plattenträger Klett haben. Das sollte man noch mal berücksichtigen, wenn ihr da tatsächlich doch noch mal irgendwie mehr Fixierung wollt. Es gibt da ganz viele Molle-Klettadapter, die man da auch noch einsetzen könnte. Die sind nur nicht jetzt mit dabei, falls ihr die haben wollt. Aber das wäre die Lösung. Wie ihr sehen könnt, sieht das auch hier auf dem alten wunderschön aus. Passt perfekt. Und damit habt ihr einen anderen oder alten Plattenträger ohne weiteres auf Zip-on abgegradet. Unserer Meinung nach eine sehr coole Sache. Ja, das Molle Zip-on Panel, den QR, LC Zip und auch die anderen Module könnt ihr überall dort kaufen, wo man Produkte von Tasmanian Tiger erwerben kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie findet ihr das? Hat TT an alles gedacht oder haben Sie irgendwas vergessen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Bleibt auf jeden Fall dran, denn in der nächsten Zeit zeigen wir euch noch die anderen 3 coolen Panels. Und dann haben wir diese Serie auch für euch abgeschlossen. In diesem Sinne, bis dann, macht's gut, bye bye.